In den letzten Wochen hatte ich euch ja den Bau meiner zweigleisigen Paradestrecke gezeigt und dabei auch schon erwähnt, dass ich mit der Schotterfarbe nicht ganz zufrieden bin. Jetzt bin ich aber mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob ich so weitermachen soll oder einen Teil wieder rausreiße. Irgendwie weiß ich nicht weiter und würde mich über euer Feedback sehr freuen, was ihr machen würdet. Doch von Anfang an. In der ersten Bauphase soll auf meiner Modellbahnanlage eine rund 5 Meter lange, zweigleisige, elektrifizierte Paradestrecke entstehen. Dafür habe ich aus Pappelsparrholz und Korktapete eine Trasse modelliert, die möglichst nah an die Optik des Unterbaus beim Vorbild angelehnt sein soll. Dazu beitragen sollen auch die weiten Kurvenradien und der vorbildgerecht enge Parallelgleisabstand von nur 50 mm. Mit dünnen Kartonstreifen wurde dann eine Gleisüberhöhung geschaffen, damit sich Züge bei Bogenfahrt schön dynamisch in die Kurve legen. Das gefällt mir auch nach wie vor ausgesprochen gut. Bei den Dreharbeiten zu dem Video mit dem Kamerazug ist mir auch aufgefallen, wie klasse es aus der Führerstandsperspektive heraus aussieht, wenn sich der Zug langsam in die Kurve neigt. Und wenn dann erst auch noch ein Gegenzug entgegenkommt. Aber Schluss mit der Schwärmerei, das soll nicht das Thema von heute sein. Weiter ging es dann mit dem Gleisbau. Aus Weinert-Schwellenband, brünierten Tillich-Kot 83 Profilen und geätzten Punktkontaktstreifen von Weichen Walter sind fein wirkende Gleise entstanden, deren Mittelleiterkontakte für den Betrachter fast unsichtbar sind. Beim Schotterbett hatte ich schließlich verschiedene Schotterarten ausprobiert. Für den Teil der Hauptstrecke, der einen neu renovierten Abschnitt mit Betonschwellen darstellen soll, habe ich mich für Basalt entschieden. Dessen Farbton gefiel mir am besten. Damit habe ich etwa 1 Meter der doppelgleisigen Strecke eingeschottert, bis der Basaltschotter, den ich für die Farbproben gekauft hatte, aufgebraucht war. Zudem fand ich eigentlich auch, dass die fein geätzten Pukos sehr gut kaschiert werden. Zumindest bei den ersten Tests schien es mir so. Wer im Detail sehen will, wie genau ich die Paradestrecke gebaut habe, findet die Playliste zum Bau meiner Modellbahn-Traumanlage am Ende dieses Videos in den Abspannkarten. Nachdem ich nun seit einigen Wochen fertig bin und Zeit hatte, mir das Ergebnis in Ruhe anzuschauen, zudem fleißig fotografiert und gefilmt habe, sind mir 2 Punkte aufgefallen, die mir nicht gut gefallen. Erstens ist, wie schon in früheren Videos erwähnt, der Basalt nach dem Verkleben sehr viel dunkler geworden als zuvor. Dies liegt wohl daran, dass das poröse Gestein Wasser aufnimmt, das durch den Leimfilm oder in meinem Fall exakter den Überzug mit dauerlästigem Schotterkleber auf Kautschukbasis nicht wieder ausdunsten kann. Zumindest ist bei mir auch nach gut 2 Monaten die Farbe noch lange nicht wieder so hell wie bei den Farbtests im trockenen Zustand. Damit gibt das Schotterbett eigentlich nicht den Eindruck wieder, den ich gerne erzielen würde. Zweitens sind mir, speziell beim Fotografieren, die Punktkontakte sehr unangenehm ins Auge gestochen. Während sie bei den Farbtests selbst auf Makrobildern kaum zu erkennen waren, sieht man die silbernen Punkte auf meiner Paradestrecke nun doch recht deutlich. Und leider nicht nur bei hochauflösenden Fotos, die entlang der Gleisachse aufgenommen wurden, sondern man sieht die hellen Stifte auch schon aus einem normalen Betrachtungsabstand von 50 cm bis 1 Meter als Kontrast zum dunklen, relativ homogenen Schotterbett. Zumindest ich sehe sie.
Im Gleisbereich hinter der Tunneleinfahrt, in dem ich verschiedene Reste und Farben zusammengemischt habe und der deshalb nicht ganz so homogen gleichmäßig dunkel ist, sieht man die Pukos schon sehr viel weniger. Und ich denke, dass ein inhomogeneres oder auch helleres Schotterbett helfen würde, die geätzten Punktkontakte sehr viel besser zu verstecken. Darum bin ich gerade total unschlüssig, wie ich weitermachen soll und würde mich über Vorschläge von euch sehr freuen. Soll ich A. den Schotter wieder komplett rausreißen? Bis jetzt ist ja nur ca. 1 Meter Paradestrecke geschottert und der Mehraufwand wäre zwar ärgerlich, aber hoffentlich verschmerzbar. Wenn ich das Schotterbett anfeuchte, sollte ich die Schottersteine eigentlich ohne großen Schaden am Gleisbett herauskratzen oder absaugen können. Dann wäre aber die Frage, wie ich es beim nächsten Schotterversuch besser machen kann. Welche Schotterarten wären denn für die Darstellung einer Neubaustrecke mit Betonschwellengleis geeignet? Womit habt ihr gute Erfahrungen gemacht? Als weitere Option B sehe ich das Umfarben des Schotterbetts und eventuell auch der Pukos. Die Schottersteine könnte ich mit hellen Pulverfarben wahrscheinlich durchaus näher an das Aussehen von trockenem Basalt angleichen. Das wäre aber auch ein gehöriger Aufwand, da ich ja nicht nur die bisher rund 2 Schienenmeter nacharbeiten müsste, sondern auch den Rest der Paradestrecke, der noch geschottert werden muss. Außerdem bin ich mir unsicher, wie glaubwürdig mir das gelingt und ob ich dabei nicht auch die Betonschwellen und die Schienenflanken einfarbe. Denn die beiden möchte ich eigentlich nicht unbedingt anmalen. Um die Pukos zu kaschieren, könnte ich mir vorstellen, diese grau anzumalen und lediglich deren Spitze mit einem Schienenradierer oder ganz feinem Schleifpapier wieder blank zu schleifen. Aber das werde ich erst angehen, wenn ich weiß, wie ich generell mit dem Schotterbett weitermache und welchen Farbton es zukünftig denn nun wirklich haben wird. Eine weitere Möglichkeit C wäre es natürlich, mit dem bisherigen Ergebnis einfach zufrieden zu sein und es so zu lassen. Was meint ihr? Bin ich zu perfektionistisch und eine Nacharbeit lohnt sich eigentlich gar nicht wirklich? Oder habt ihr als Option D noch einen ganz anderen, besseren Verbesserungsvorschlag? Wie bereits gesagt, würde es mich sehr freuen, wenn ihr eure Meinung in die Kommentare schreibt. Denn ich stehe gerade irgendwie auf der Leitung und bin mir unschlüssig, wie ich mit meinem Schotterproblem weitermachen soll. Daher werde ich das Projekt Paradestrecke jetzt erst einmal für einige Zeit ruhen lassen und auf euer Feedback warten. Danke, dass ihr mich mit euren Ideen unterstützt. Es wäre auch nett, wenn ihr mich bald mal wieder in meinem Hobbykeller besucht, während ich mich auf die anderen Baustellen auf meiner Modellbahnanlage stürzen werde. So werde ich nun wahrscheinlich eher an der Nebenbahn weiterbauen und mich in Richtung Bahnhof Veltheim vorarbeiten. Also, bis dann, ciao und pfiat euch, euer Jörg alias 1:87 Enthusiast.